Servus zusammen. Ich bin wieder in Deutschland. Draußen regnet es. Es ist etwas kalt, aber es interessiert mich heute nicht, weil heute habe ich ein sau geiles Auto zu machen. Für mich ist es eins der geilsten Autos, ist Geschmackssache. Wem es gefällt, der liebt halt dieses Auto. Der bekommt heute eine Stufe 1, ja. Und was es ist, seht ihr da. Ein geiler G63 AMG, ja, mit einem Brabus Bodykit. Er hat eine Verbreiterung, er ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen, ist ziemlich gelungen. Wenn man vergleicht zum Serienauto, das ist meiner in Serie. Und was Brabus da gemacht hat, sind halt so kleine Details, ein bisschen breiter, also ist schon gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Die Abgasanlage ist anders, ja. Dann hat er schöne 23 Zoll müssten es sein, oder? Oder 24, was hat er denn drauf? 24 Zoll, ja. Was mir aber von dem Kit am meisten gefällt, ist die Haube vorne. Da bin ich am Überlegen, muss ich mal den Darius anrufen, dass er mir einen guten Preis macht für die Haube, weil das sieht echt sau stark aus mit dem Carbon da vorne drauf. Dann fangen wir jetzt mal an. Jetzt messen wir den mal. Wir machen eine Eingangsmessung, wir messen die Zeiten mal und dann machen wir die Software. Dann gucken wir, was rauskommt bei der Stufe 1. Also, los geht's, Pipo. Machen wir, fangen wir an. Ah, sieht schon gut aus, ne? Schaut euch mal den Himmel an. Fast wie Rolls-Royce. Dann fahren wir mal los. Sport Plus natürlich, gell? Ist auch gut gemacht. Seht ihr das hier? Zack. Komfort. Drehen. Zack. Sport Plus. Was wir auch reinprogrammieren werden, ist ein bisschen Schubabschaltung. Das heißt, in Serie hatte das ja eigentlich gar nicht, ja. Und da machen wir eine leichte Verzögerung rein. Dann wird sich das sehr gut anhören. Aber jetzt messen wir erstmal in Original. Oh, Schaltpedals in Carbon, ja? Auch nicht schlecht. Ja, so der Sound ist schon mal anders wie Serie mit dem Brabus Auspuff. Hört sich kerniger an. Hat er schon Umluftventile drin oder was? Offene, hä? Hört ihr das? Das ist so geil, das Auto, sage ich euch. Also vom Fahren her, das ist Wahnsinn. Der Alte, der hat sich gefahren wie ein Scheißhaus. Ja? Da bist du gefahren 120 auf der Straße, da kommt eine Kurve, hast du eingelenkt, das Ding ist immer noch geradeaus, dann hast du dreimal einlenken müssen, bis er überhaupt gelenkt hat. Und der neue, so geil gemacht, das Ding lenkt einfach. Wie ein normales Auto. Und für 2,5 Tonnen Gewicht, sage ich euch, geht das Ding gar nicht mal so schlecht. Ja, also mir gefällt das. Das ist gut. Und Bibo, was meinst du? Windgeräusche sind schon hart, hä? Ja. Also wir fahren jetzt hier 120. Das ist ganz schön laut, aber ich glaube das Geräusch, also mein Auto ist nicht so laut bei 120. Ich glaube diese Lichter da oben drauf, die erzeugen ein sehr lautes Geräusch. Weil bei mir ist nicht so laut mit 120. Sieht zwar gut aus, aber man hört es doch. Macht nur Bang. Und wenn ich die Software gemacht habe, dann wird sich das Ding richtig gut anhören. Das werdet ihr dann nachher sehen. Ja, da guckst du. G-Klasse, Kerle. Ja, so eine G-Klasse sieht man nicht häufig hier bei uns im Ländle. Ja, in Abu Dhabi natürlich permanent. Ja. Das ist, glaube ich, der meistverkaufteste AMG ist, glaube ich, G63 in Abu Dhabi. So, Pipo, dann machen wir jetzt mal die Messung, hä? Los geht's.
So. 0 auf 100, 5,0. 100 auf 200, 14,6. Das geht besser, sage ich euch. 5,0. 0 auf 100. Naja, 2,5 Tonnen immerhin. Ne? Und der schwere Pipo ist ja auch an Bord, von daher. So, Eingangsmessung hier sagt 602,4 PS und 897,3 Newtonmeter. So, jetzt machen wir uns an die Software ran, bearbeiten die Software, spielen die dann wieder rein ins Auto und dann testen wir wieder. Das ist ja ein ganz neuer 2020 mit OPF und da funktioniert die Funktion über OBD auch nicht. Das heißt, wir lesen direkt am Motorsteuergerät aus. Ich habe hier extra einen Stecker, das heißt Stecker drauf. Verbunden mit Laptop, wird komplett gelesen. Vorteil hier ist, ich habe dann ein komplettes Backup, einen Klon und kann das jederzeit zu 1000% wieder auf Serie machen, so dass es Mercedes nicht sieht. Dann machen wir mal die Software für den G63 fertig. So, wie wir wissen, ist der 8,5 verdichtet, das heißt sehr zündwinkelfreudig und ladedruckfreudig. Das ist jetzt der Serienzündwinkel bei Volllast, da wieder 15 und dann oben rum 18 Grad, ja, und ich stelle das hier ein auf 24. So, warum? Weil er das kann. Und hier haben wir dann praktisch die Vorgabe von der Sollfüllung. Sollfüllung bedeutet dann Umrechnung auf Ladedruck, je nachdem was von der Zündung, Temperaturen werden alles berücksichtigt und danach will er oder versucht er diese Sollfüllung zu fahren. Das ist ein Vorgabewert, wo ich sage, ich will hier diese 226% zum Beispiel bei 4000 Umdrehungen fahren und die versucht er dann anzufahren. Und je nachdem, ob es klingelt oder nicht, wird er das dann packen. Ja, auch ein wichtiges Thema beim G63 ist Lambda-Bauteileschutz. Das heißt, auch hier gehen die ziemlich fett. Ich zeige euch das mal. So sieht es aus. Dann müssen wir das umrechnen in Lambda. So, ich habe das jetzt festgemacht auf Lambda 082. Ja, wenn ihr mal seht, was hier in Original steht, ja, Lambda 073. Ja, da fasst sich normalerweise jeder an den Kopf, weil so viel Sprit braucht kein Mensch. Und deswegen verbrauchen die Dinger auch wie Sau. Also vermute ich auch, dass der Verbrauch jetzt auch runtergeht, ja, weil 073, das braucht man echt nicht, ja. Und was der Kunde natürlich auch wollte, was ich bei den 63er auch immer mache, ist natürlich das Knallen. Ja, das Schubknallen. Das sind hier die Kennfelder. So, die habe ich dann natürlich schon gemacht. Das sind dreimal hintereinander, natürlich nur im Sportmodus. Und in Serie ist es jetzt auf Dezimal auf 4, ja, und bei 10 weiß ich muss jetzt die Umrechnung raussuchen, aber 10 sind so 1,5, 1,6 Sekunden und das ist dann die Aktivzeit, Sound-Aktivzeit nennt sich das und dann haben wir das auch da drin. Dann haben wir hier praktisch kein Feld 8x8 8-Bit, das setze ich hoch auf 255 beziehungsweise mache ich aus, das ist die Überwachung. Das heißt, eine Steuergerät interne Überwachung auf Ebene 2, damit das Steuergerät checkt, wie viel Drehmoment kommt, was darf ich machen und was ist die Schwelle, die ich mehr zulassen darf, als in der Ebene 2 drin steht. Ja, da wir in der Ebene 2 natürlich nichts verändern können, muss man hier die Schwellen hochschreiben, damit da auch kein Fehler kommt. G63 Software ist fertig, wir spielen die jetzt rein und dann messen wir, gucken die Zeiten und ich tippe mal so gute 720 bis 730 PS sind da drin mit dem OPF-Auto und es wird sehr zügig unterwegs sein. Also, los geht's. So, Pipo, los geht's.
sich schon nicht schlecht an, du, vom Moment und so, ne? Schnell den Sitz nachstellt, ne? In den Kurven. Der pumpt sich auf. Ja. Schalt ein Sportwagen, Mensch. Geh in Kurve. Das macht schon Spaß, sage ich ihm. Wie schneidet das Ding eigentlich bei den CW-Werten ab? Na, ich glaube ganz schlecht. Trigo, jetzt gucken wir gleich mal, hä? Was er jetzt fährt. Weil 14 Sekunden ist schon ein Wort, hey, leck mir am Arsch. Fährt ja jeder Golf an dir vorbei. Hat das Ding eine Launch Control? Nee. Ne? G-Klasse Launch Control. Ja, warum denn nicht? Spreit, ja. Bereit. Der zieht so am Lenker, du, das ist Wahnsinn. 100. Quarter mile. 200. Das ist nice, sag ich dir, das ist nice. 0 auf 100, 4,21, 100 auf 200, 10,12 Sekunden. Das heißt, 4,5 Sekunden schneller von 100 auf 200 wie original. Ist das nicht eine Ansage? Jetzt bin ich echt gespannt, was er Leistung hat. Gucken wir mal. Zieht das Schubumlaufventil, zieht das Leistung? Nee, weil Ne? wenn du ja vom Gas runter gehst, ist ja Entlastet der der. Überdruck weg. Und das Schubventil lässt ja den Druck ins Freie raus, dann weißt du. Aber ich habe mal gehört, soll nicht so gut sein, ne? Wenn du halt wieder Gas gibst, dann ist eine kleine Verzögerung, weißt du, weil sonst geht ja immer alles wieder vor den Verdichter und dann hat er halt direkt einen Anspruch, also tut direkter reagieren. Und wenn das nach außen geblasen wird, wenn du wieder Gas gibst, dann dauert es ja wieder ein bisschen, weißt du. Ja. Die Haube ist auf, hat er mir gerade gezeigt. Ich war so schnell, dass es die Haube aufgemacht hat. Kerle. Was schätzt du mehr Leistung? 150 PS? 100, ich denke mal 120 bis 130 PS mehr. 600 haben wir ja Serie gemessen. Ja. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Wahrheit. In Polen sagt man Wahrheit. Wahrheit. Dass es wahr ist, was ich gesagt habe eigentlich. Ne? Das heißt, wenn du was sagst, wenn ich jetzt sage, der Pipo hat auf dem Konto 1 Million und ich würde niesen, dann wäre das die Wahrheit. Sell a couple herbs in the suburbs. That's crazy. Sell a couple. Pipo, 60. Also hat er 120 PS bis 130 PS mehr. denke ich mal, wenn wir so viel schneller sind. Ja, Nur weil du jetzt genießt hast. ja, das werten wir gleich aus, dann werden wir ja sehen, Ob der Pole recht hat. ob der Pole recht hat. 60. Ja, das ist halt einfach kein Auto zum Schnellfahren, gell? Aber so jetzt mit der Stufe 1 hast ein bisschen besseren Sound, blubbert ein bisschen und das Überholen ist jetzt auch etwas besser, weil du natürlich mehr Leistung und mehr Drehmoment zur Verfügung hast. Mir gefällt das. Da fährt jemand C-Klasse. Gehört die Sau. So, Ausgangsmessung G63, nur Software, nichts weiteres, nur Software gemacht. So, ihr seht hier, wir haben 727,9 PS und 1012,3 Newtonmeter. Ich würde sagen, das Ding läuft, ja, weil 100 auf 200 sind wir über 4 Sekunden schneller, ja, und es ist echt toll. Also man sieht es auch hier, das gestrichelte war die Serienradleistung hier, das blaue. Dann haben wir die Serienmotorleistung, das rote, das gestrichelte. Also wir haben jetzt am Rad mehr wie vorher am Motor. Wir haben eine Radleistung von 653,4 PS. Ja, das hatten wir vorher nicht mal am Motor. Ja, also wenn man das Diagramm jetzt hier anschaut, habe ich die maximale Leistung bei Drehzahlende. Das heißt, das Ding marschiert einfach nur nach vorne. Ja, ich bin sehr zufrieden. Kunde wird sehr zufrieden sein, weil das macht echt Spaß zum Fahren jetzt. Und ja, übergeben wir jetzt mal das Auto.
Sell a couple herbs in the suburbs. That's crazy. Sell a couple words over beats. Sell the devil your soul for some material things. Sell a woman a ring for dedication to me. Sell a king a crown that he will never receive. Sell a slave a promise, but he will never be free. Sell a child a dream, then tell him it's just a dream. Then tell him he need to wake up, it's something he'll never be. Sell the police department a new casualty. Then tell him that you a killer that never planned to be free. I never planned to be me, I only plan to be I. That other vision of me is created within a lie, and that I can't control it.